So Freunde, wir sind unterwegs in Hamburg. Wir werden heute das Shell Technology Center besuchen und dort werden tatsächlich alle Öle und auch die Kraftstoffe entwickelt, damit unsere wunderbaren Verbrennungsmotoren immer ordentlich geschmiert sind. Das Krasse ist, dass das eigentlich so ist, dass das so geheim ist, dass man da eigentlich gar nicht rein darf. Wir aber schon. Wir werden einen definitiven Blick hinter die Kulissen werfen. Wie entwickelt man so ein Öl? Und das Coole ist, glaube ich, werden wir auch ein bisschen was, es ist zumindest mein persönliches Ziel, ein bisschen was von der Formel 1 zu sehen. Denn Shell entwickelt für Ferrari Formel 1 die Öle und die Kraftstoffe. Da muss ich irgendwie einen Blick irgendwie erhaschen. Jens, Tachchen. Hi Matthias. Moin. Also das hier sind für mich ja die heiligen Hallen. Ne? Hier wird Öl, hier wird Sprit, hier wird alles entwickelt, was gut und schnell macht. Richtig. Wo geht's lang? Alles klar, lass uns los. So, dann nimm dir mal einen Kittel. Wie, nimm dir mal einen Kittel. Was soll ich mit dem Kittel? Ja, wir müssen das tragen, weil wir jetzt in die Forschungseinrichtung gehen und da gehört das halt dazu. Sicherheitskleidung quasi, ja? Achtung, das ist das Wichtige. Gut. Das sieht hier nach Mischung aus. Richtig, Was machen weil wir? ich dachte mir, wir machen mal ein Malmedy-Öl. Ja, das finde ich gut. Ein schön effizientes Öl für große, starke Motoren. Es muss 600 PS aushalten, 8000 Touren ungefähr, Mhm. sowas. Sollten wir Kriegen wir hinkriegen. das hin? Das hier 2 Grundöle. Ja? Das ist hier ein sogenanntes Gruppe 2 Öl, mal Mhm. ganz einfach gesagt. Darf ich schon aufmachen, oder? Kannst du schon mal dran riechen? Ja. Oh ja, das riecht nach Öl. Wahrscheinlich so, wirst du wie so ein bisschen, riecht so ein bisschen wie Lösungsmittel, ein bisschen Schwefel. Ist ein bisschen floral auch und so. Nein, war nichts Florales da drin. So, und das ist jetzt was, das nennen wir Pure Plus. Und das wird, Wunderschöner Name, ganz genau, ehrlich. und das ist so sauber, weil es aus Gas hergestellt wird. Okay, Und das riecht auch sehr sauber. es riecht genau ohne irgendwelche Nebendüfte. Das riecht wie frisch geputzt. Okay, dann nehmen wir das hier, ja? Dann nehmen wir natürlich das, weil du halt Performance haben Das willst. ist mir lieber. Okay, was brauchen wir noch für Performance? Dann fragst du dich so, wieso ist denn hier ein Feststoff drin? So, das sind beides die gleichen Komponenten, das sind die sogenannten auf Englisch VI Improver oder wie wir auf Deutsch sagen, Viskositätsverbesserer. Ja. Guter Wenn Zucker du oder? dran riechst, wirst du nicht wirklich viel riechen. Zusammen mit unserem Grundöl, dann kriegen wir gute Tieftemperatur-Eigenschaften, wie sie zum Beispiel unsere 0W-Öle haben. Das heißt, das sind sehr, sehr wichtige Komponenten für uns. Okay, Ja? Kaltstart, alles ist safe. Alles Motor ist safe, sofort genau. geschmiert. So. Jetzt brauchen wir noch was, damit das bei hohen Temperaturen, hohen Drehzahlen ordentlich funktioniert. Genau, allgemein haben wir da 2 Sachen. Einmal allgemein für die Performance im Motor ist es Friction Modifier, das Ja. heißt, der optimiert den Reibwert, reduziert die Reibung unter anderem mit. Und ja, diese Komponente kannst du halt entweder sagen, du hast halt eine Kraftstoffeinsparung oder bei gleichem Kraftstoffverbrauch kannst du sagen, ich krieg mehr PS hinten raus. Das will ich. Und das ist hier Friction Modifier. Das ist da drin. Dann nehmen wir davon ein bisschen mehr. Dann brauchst du das hier noch. Ja? Anti-Wear. Das heißt, Abnutzung. genau, das brauchst du natürlich, wenn du Vollspeed fährst, ja? wenn du viel Umdrehungen hast. Ganz viel davon und das- rein. Was ich mir jetzt wünschen würde, ne? Wir sagen deinem Laboranten, okay, du mischst es jetzt zusammen, du schreibst mir auf die Mischung. Was machen wir in der Zwischenzeit? Dann kann ich die Pulle nämlich nachher mitnehmen. Ich würde es wirklich gerne mitnehmen. Also wenn mein Laborant das Öl gemacht hat, würde ich erstmal vorschlagen, dann schauen wir uns mal an, wie dein Öl performt und dann gehen wir erstmal zum Prüfstand. Und das ist auch eine gute Idee. Und dann kannst du es mitnehmen. Auf geht's. Super. Hier testen wir den Kraftstoffverbrauch und auch wie viel CO2-Emissionen so ein Fahrzeug auswirft unter Verwendung bestimmter Öle oder Kraftstoffe. Ich sehe 2 Sachen. Ich sehe eine Strecke, die man fahren muss. Und ich sehe da drin ein Auto, was man fahren muss. Ist das, was ich glaube, dass es ist? Ist das ein M2? Das ist ein M2, ja. Los, rein da. Alter, wieso ist das denn nicht so kalt? Weil das eine voll klimatisierte Rolle ist, wie wir es nennen, wo wir jede Temperatur bis minus 40 Grad nachfahren können. Jetzt haben wir gerade minus 20 Grad hier drin, oder was? Knapp, ja. Darf ich das ausprobieren? Kannst du machen. Das ist übrigens der Testzyklus, der jetzt gerade eingestellt ist. Der aktuelle Testzyklus, der seit WLTP. 1.9. Genau, WLTP, der gültig ist. Okay. Und ist ein Handschalter, ist ein M2, wenn du willst. Du hast mich. Draußen ist es kalt. Ich mach die Heizung an für uns.
Darf ich den jetzt schon anmachen? Darf ich schon starten, sag mal? Ja, können wir starten, Leute? Grün. Also, erster Gang ist drin, ich bin soweit. Aber jetzt dieser WLTP-Zyklus, den du jetzt gerade fährst, der ist seit 1.9. in Kraft. Ja. Und jedes neue Fahrzeugmodell, was von einem OEM angemeldet wird, muss natürlich eine CO2-Emission, Kraftstoffverbrauch angeben. Und dieser Verbrauch, dafür wird unter anderem dieser WLTP als Grundlage genommen, weil er mehr an an der realen Welt dran ist als der alte NEFZ. Matthias, ich glaube, du willst ein bisschen Gas geben, Mann, ne? Oder? So, Jens, was machen wir jetzt hier? Wir haben immer noch 0 Grad. Ja. Einmal 0W20, einmal 10W60. Soll ich jetzt eine Geschmacksprobe machen? Oder? Nein, natürlich nicht. Wir wollen irgendwas rühren, ne? Links vom W ist die Tieftemperatur-Performance, rechts ist die bei 100 Grad. Das ist eher von den Autos, die du so kennst. Also das ist eher so M5-Style. Richtig. Ja. Und das hier sind die aktuellen Öle, wie sie in Europa sind. Zieh mal ein bisschen nach oben, dass du siehst, wie das Öl sich verhält. Relativ dick. Das ist ja wie Honig. Ja, genau. Das ist ja wie Honig, das Zeug. Also das ist, wie gesagt, jetzt ein dickflüssiges 10W-Öl. Ja? Einmal abwischen und dann kannst du das gleiche nochmal beim 0W20 machen. So wie es aktuell auch formuliert wird. Also das sind schon reale Fluide, die du hier hast. Okay. Was ist das denn? Das ist ja flüssig wie Wasser so ein bisschen. Also ja, genau, das ist schon sehr, sehr dünn. Ist aber auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also wir entwickeln mit unseren Partnern aktuell auch noch dünnere Öle. Ja? Also das Öl, obwohl das so flüssig ist, ich habe nicht mehr Ölverbrauch. Ja. Ich muss nicht öfter das Öl wechseln. Kann ich genauso benutzen wie vorher. Genau. Das gibt's ja nicht. So, jetzt habe ich zum Schluss noch eine Frage. Dieses 5W30, 0W30, ne? Ist das wirklich so wichtig, ob ich jetzt 5W30 oder 0W30 fahre? Ja, du hast schon einen Unterschied. Also erstmal, wie du ja hoffentlich heute mitbekommen hast, 0W Öle, 0W20, 0W30 sind nicht schlecht. Ja? Sie haben die gleiche Performance, sie haben den gleichen Ölverbrauch, sie liefern aber dir als Endkunden, als Autofahrer quasi Kraftstoffersparnis ein. Das heißt, wenn du von einem 5W30 auf einen 0W30 brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dass irgendwas in Richtung Haltbarkeit sich unterscheidet. Es ist genauso haltbar, es liefert die gleiche Performance und du sparst halt noch Geld am Ende. So. Aber es ist auch wärmer hier drin. Motorsport ist mein absolutes Vollthema. Euer ist aber auch, ne? Richtig. Warum? Also wir haben mehrere Engagements in den Rennserien. Das bekannteste ist wahrscheinlich Scuderia Ferrari F1. Ja. Dann haben wir noch mit BMW Motorsport in der DTM. Auch und dann bekannt, haben klar. wir Hyundai im WRC im Rallye-Sport. Wieso machen wir das? Die Anforderungen oder sagen wir mal der Zaun um die Anforderungen eines solchen Öls ist sehr speziell. Das heißt, wir haben mehr Freiraum, speziellere Sachen auch mal außerhalb des konventionellen Bereichs zu testen. Das machen wir da. Du brauchst ja nichts Konkretes zu sagen, ne? Aber sind da irgendwelche Sachen drin, die so ultra geheim sind, die ihr irgendwo entdeckt habt, die ihr irgendwo erforscht habt, die andere nicht haben? Und ihr sagt so, deswegen ist der Ferrari gerade im Moment sehr, sehr schnell. Ja. Okay. Beim Sprit auch? Ja, weil wir in diesen Rennserien, fairer Punkt, nicht nur die Möglichkeit haben, Schmierstoffe zu optimieren, sondern auch in diesem, ja, wir nennen das integrierten Ansatz mit der Kraftstoffentwicklung, V-Power und so weiter, ja, können wir auch unsere Erfahrungen aus den Rennserien dann auf die Straße an unsere Tankstellen bringen. Okay, eine Frage ganz zum Schluss. Wenn ich mir diesen Ferrari-Sprit nehmen könnte und den in mein Auto, in meinen 5 reinschütte, wird der dann besser, wird der schneller? Wenn du ihn dir nehmen könntest, diesen Kraftstoff, Was ich nicht kann. Und den bei dir reinfüllen würdest, würde dein BMW M würde immer noch fahren, aber er würde nicht den Performance-Boost kriegen wie von der Scuderia Ferrari in der F1. Weil quasi die Hardware von dem Motor nicht imstande ist, überhaupt die Vorteile des Sprits zu nutzen? Kann man so sagen, aber wenn dich das wirklich interessiert, dann würde ich dich einfach mal bitten, komm einfach noch mal vorbei. Sehr gerne. Heute dann Öl, heute das nächste Öl. Mal machen wir Sprit. Ganz genau. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich danke auch. Mit welcher Karre darf ich denn jetzt eigentlich nach Hause fahren? Lass uns mal darüber. Da stehen ja so viele, ne? Genau. Darf ich mir einen aussuchen?
so ähnlich wahrscheinlich, ne? Ich dachte, du nimmst den Das ist es, roten. Leute. Okay, was nehme ich denn? Darf ich die 5 nehmen? Nee, nimm mal du den roten. Ich nehme den hier. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschö. 3, 2, 1, Feuer. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschö.